Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich möchte heute über etwas sprechen. Worüber möchtest du sprechen? Ich möchte über Verlobungen, Dating und das Beenden einer Verlobung sprechen. Das ist ein interessantes Thema. Ich denke, es ist wichtig, diese Dinge zu besprechen. Ja, da stimme ich zu. Ich habe einige Fragen und Ideen dazu. Können wir unsere Gedanken teilen? Natürlich, Mia. Ich teile meine Gedanken gerne mit dir. Super. Lass uns mit dem Dating anfangen. Liam, was denkst du über Dating? Ich denke, Dating ist eine Möglichkeit für zwei Menschen, sich kennenzulernen. Es macht Spaß und ist aufregend. Ja, ich glaube, Dating hilft den Menschen zu erkennen, ob sie zueinander passen. Es ist wie das Anprobieren eines Schuhs, bevor man ihn kauft. Das ist eine gute Analogie. Wenn man mit jemandem ausgeht, verbringt man Zeit miteinander, geht zum Abendessen und spricht über seine Interessen. Das gefällt mir. Dating kann zwanglos und entspannt sein. Es ist eine Zeit, um die Gesellschaft des anderen zu genießen. Da stimme ich zu. Manche Menschen daten ein paar Wochen, andere Monate. Das hängt vom Paar ab. Ich habe ein paar Leute gedatet. Es war lustig, aber manchmal auch ein bisschen stressig. Ja, Dating kann stressig sein. Man macht sich Gedanken, ob die andere Person einen mag oder ob es ein zweites Date geben wird. Das stimmt. Ich habe mich oft vor einem Date nervös gefühlt. Aber ich habe gelernt, dass es normal ist, sich so zu fühlen. Mir ging es genauso. Ich denke, der Schlüssel ist, man selbst zu sein und Spaß zu haben. Ja, man selbst zu sein, ist sehr wichtig. Was denkst du jetzt über Verlobungen, Liam? Eine Verlobung ist ein großer Schritt in einer Beziehung. Es bedeutet, dass zwei Menschen planen, in der Zukunft zu heiraten. Da stimme ich zu. Wenn man verlobt ist, zeigt man, dass man sich liebt und sein Leben miteinander verbringen möchte. Eine Verlobung wird oft mit einem Ring markiert. Der Mann gibt der Frau einen Ring als Versprechen der Ehe. Das stimmt. Der Ring ist ein Symbol für Liebe und Verpflichtung. Aber eine Verlobung ist mehr als nur ein Ring. Es ist ein Versprechen. Ja, es ist ein Versprechen, sich gegenseitig zu unterstützen und als Team zusammenzuarbeiten. Ich denke, eine Verlobung ist sehr wichtig. Es ist eine Zeit, um eine gemeinsame Zukunft zu planen, aber es erfordert auch harte Arbeit und Kommunikation. Da stimme ich zu. Manche Paare planen ihre Hochzeit während der Verlobung und sprechen über ihre Träume und Ziele. Ich habe viele glückliche Paare gesehen, die sich verloben. Es ist ein schöner Moment, wenn sie sich entscheiden zu heiraten. Ja, es ist eine besondere Zeit. Kannst du mir sagen, warum manche Menschen eine Verlobung lösen? Ja, leider führen nicht alle Verlobungen zur Ehe. Manchmal entscheiden Paare, dass sie nicht bereit sind oder nicht zueinander passen. Das ist traurig, aber es ist wahr. Eine Verlobung zu lösen kann sehr schwierig sein. Es ist wie einen Traum zu beenden. Das stimmt. Wenn man sich verlobt, plant man für die Zukunft. Wenn man die Verlobung löst, muss man diese Pläne ändern. Ich habe einen Freund, der seine Verlobung gelöst hat. Er sagte, es sei sehr schmerzhaft gewesen, aber er wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Das ist schwer zu durchleben.
Ich denke, die Gründe für eine Auflösung einer Verlobung können unterschiedlich sein. Manchmal liegt es an familiärem Druck, finanziellen Problemen oder persönlichen Differenzen. Ja, und manchmal verändern sich Menschen. Sie wachsen auseinander und erkennen, dass ihre Ziele unterschiedlich sind. Ich glaube, es ist wichtig, ehrlich über seine Gefühle zu sein. Wenn man nicht glücklich ist es besser, es zu sagen. Da stimme ich zu. Kommunikation ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Auch wenn es schwer ist, kann die Wahrheit beiden helfen, weiterzukommen. Eine Verlobung zu lösen bedeutet nicht, dass man in der Liebe gescheitert ist. Es bedeutet, dass man sich entscheidet, den eigenen Weg zu gehen. Das ist eine sehr reife Sichtweise. Ich denke, es ist wichtig, aus der Erfahrung zu lernen und sich gegenseitig das Beste zu wünschen. Ja, ich glaube, jede Beziehung lehrt uns etwas. Auch wenn sie endet, wachsen und lernen wir. Ich habe aus meinen vergangenen Beziehungen viel gelernt. Sie haben mir geholfen zu verstehen, was ich in der Zukunft will. Das geht mir genauso. Jede Erfahrung macht uns stärker und bewusster über unsere Bedürfnisse. Was denkst du, ist das Wichtigste in einer Beziehung, sei es Dating, Verlobung oder Ehe? Ich denke, das Wichtigste ist Kommunikation. Man muss in der Lage sein, offen und ehrlich mit seinem Partner zu sprechen. Da stimme ich zu. Vertrauen und Respekt sind ebenfalls sehr wichtig. Ohne Vertrauen kann eine Beziehung nicht funktionieren. Ja, und Liebe ist das Fundament. Liebe bedeutet, füreinander zu sorgen und die Träume des anderen zu unterstützen. Ich glaube, eine gute Beziehung ist wie eine Partnerschaft. Beide Menschen arbeiten zusammen und helfen sich gegenseitig zu wachsen. Das ist eine schöne Art, es auszudrücken. Beziehungen erfordern Mühe und Kompromisse, aber sie können sehr lohnend sein. Ich bin froh, dass wir über diese Dinge sprechen können. Es hilft mir, über meine eigenen Erfahrungen nachzudenken und was ich in der Zukunft will. Ich fühle mich genauso, Mia. Über Beziehungen zu sprechen, lässt mich über meine Vergangenheit nachdenken und für meine Zukunft planen. Ich habe eine Frage, Liam. Denkst du, dass es jemals zu früh oder zu spät ist, um sich zu verloben? Ich denke, das hängt vom Paar ab. Manche Menschen verloben sich sehr jung und andere warten viele Jahre. Das stimmt. Ich habe Paare gesehen, die sich nach ein paar Monaten Dating verloben und andere, die viele Jahre lang daten, bevor sie sich verloben. Ja, jede Beziehung ist anders. Es ist wichtig zu wissen, wann man bereit ist. Da stimme ich zu. Bereit für eine Verlobung zu sein bedeutet, dass man sich gut versteht und ähnliche Ziele teilt. Ich glaube, dass das Alter nicht so wichtig ist wie die Reife. Man kann jung und sehr reif sein oder älter und immer noch lernen. Ich denke, der Schlüssel ist zu kommunizieren. Wenn beide Menschen sich bereit und aufgeregt über die Zukunft fühlen, dann ist es eine gute Zeit, sich zu verloben. Ja, und wenn du dir nicht sicher bist, ist es in Ordnung zu warten. Sich Zeit zu nehmen kann helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Liam, was denkst du über den Druck, sich zu verloben? Ich denke, es kann viel Druck von Familie und Freunden geben. Manchmal haben die Menschen das Gefühl, dass sie sich bis zu einem bestimmten Alter verloben müssen. Das stimmt. Ich habe gehört, wie meine Freunde sagen, dass ihre Eltern wollen, dass sie bald heiraten. Ja, die Erwartungen der Familie können stressig sein. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass dein Leben dir gehört. Da stimme ich zu. Man sollte sich nicht in eine Verlobung drängen lassen, nur weil andere es erwarten. Das Wichtigste ist, dass du und dein Partner glücklich und bereit sind. Ihr müsst die Entscheidung für euch selbst treffen und nicht für andere.
Ja, ich glaube, dass Liebe und Verpflichtung aus dem Herzen kommen sollten, nicht aus Druck. Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, eine Verlobung abzulehnen, wenn man nicht bereit ist. Es ist besser zu warten, als eine Entscheidung zu treffen, die man später bereuen könnte. Genau. Sich Zeit zu nehmen kann zu einer stärkeren Beziehung in der Zukunft führen. Liam, hast du jemals darüber nachgedacht, wie eine gesunde Trennung aussieht? Ja, ich glaube, dass eine gesunde Trennung eine ist, bei der beide Menschen ehrlich und respektvoll sind. Es ist nicht einfach, aber es kann mit Freundlichkeit geschehen. Da stimme ich zu. Wenn ein Paar sich entscheidet, sich zu trennen, sollten sie klar über ihre Gefühle kommunizieren. Ja, und Sie sollten versuchen, die Gründe des anderen zu verstehen. Es ist wichtig zuzuhören. Ich denke, dass eine gesunde Trennung beiden Menschen helfen kann zu wachsen. Es ist eine Chance zu lernen und voranzukommen. Das stimmt. Auch wenn es schmerzhaft ist, kann eine Trennung zu neuen Möglichkeiten und neuen Anfängen führen. Ich habe einige Trennungen gesehen, die sehr chaotisch waren. Die Leute schreien und geben sich gegenseitig die Schuld. Und das ist nicht gut. Nein, das ist sehr traurig. Es ist besser, sich respektvoll zu trennen. Man kann sich immer noch umeinander kümmern, auch wenn man nicht mehr zusammen ist. Ja, ich glaube, dass man nach einer Trennung Freunde sein kann, wenn beide bereit sind. Das ist eine schwierige Sache, aber es ist möglich. Es braucht Zeit und Heilung. Ich stimme zu. Zeit ist nach einer Trennung sehr wichtig. Man braucht Zeit, um seine Emotionen zu fühlen und zu heilen. Was würdest du jemandem raten, der darüber nachdenkt, eine Verlobung zu lösen? Ich würde Ihnen sagen, dass Sie ehrlich zu sich selbst und zu Ihrem Partner sein sollen. Es ist wichtig, seine Gefühle zu kennen. Das ist guter Rat. Man muss sich fragen, warum man die Verlobung lösen möchte. Ja, und man sollte mit seinem Partner über seine Gefühle sprechen. Es ist besser, ein schwieriges Gespräch zu führen, als Probleme zu ignorieren. Da stimme ich zu. Kommunikation ist der Schlüssel. Auch wenn es schwer ist, muss man die Wahrheit sagen. Ich würde Ihnen auch raten, sich Zeit zu nehmen. Eine Verlobung zu lösen ist eine große Entscheidung und man sollte sich nicht hetzen. Das ist sehr wahr. Man muss sorgfältig darüber nachdenken, was man sich für die Zukunft wünscht. Und man sollte Unterstützung von Freunden und Familie suchen. Es kann helfen, mit jemandem zu sprechen, dem man vertraut. Ja, Unterstützung macht eine schwierige Situation leichter. Ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Lösen einer Verlobung nicht bedeutet, dass man in der Liebe gescheitert ist. Es bedeutet, dass man das Beste für sich wählt. Da stimme ich zu. Jede Beziehung lehrt uns etwas, und manchmal ist das Auseinandergehen Teil des Erwachsenwerdens. Ich habe aus meinen vergangenen Beziehungen viel gelernt. Sie helfen mir zu verstehen, was ich will und was ich brauche. Das ist sehr wahr. Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, macht uns stärker. Ich habe das Gefühl, dass es mir hilft, über diese Themen nachzudenken, um für meine Zukunft zu planen. Ich weiß, dass ich eine Beziehung will, die auf Liebe, Vertrauen und Respekt basiert. Ich fühle mich genauso mir. Ich will eine Beziehung, in der beide Menschen wachsen und glücklich sein können. Ich hoffe, dass ich, wenn ich jemals vor einer schwierigen Entscheidung stehe, daran denken werde, offen zu kommunizieren und mir selbst treu zu bleiben. Ja, das ist sehr wichtig. Wir müssen immer versuchen, ehrlich zu sein, auch wenn es schwer ist. Ich bin froh, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Es lässt mich über meine Werte und das, was ich im Leben will, nachdenken. Ich bin auch froh, Liam. Über Verlobungen, Dating und das Beenden zu sprechen, hilft mir, meine Gedanken zu klären.
Denkst du, dass du eines Tages verlobt sein wirst? Ja, ich hoffe es. Aber ich möchte sicherstellen, dass ich bereit bin und dass mein Partner und ich die gleichen Ziele teilen. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, dass es sehr weise ist, zu warten, bis man wirklich bereit ist. Da stimme ich zu. Ich möchte, dass meine zukünftige Verlobung ein glücklicher und aufregender Schritt ist, kein übereiltes Entscheidung. Ja, und wenn die Zeit kommt, hoffe ich, dass sie voller Liebe und Freude ist. Und wenn es nicht funktioniert, weiß ich, dass das Beenden Teil des Lebens sein kann. Ich werde versuchen, es mit Anmut zu bewältigen und aus der Erfahrung zu lernen. Das ist eine sehr reife Einstellung, Liam. Das Leben ist voller Veränderungen und wir müssen bereit sein, ihnen zu begegnen. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Sie hilft mir, über diese wichtigen Themen nachzudenken. Ich fühle mich genauso. Mit dir zu sprechen gibt mir mehr Selbstvertrauen für meine Zukunft. Danke, dass du deine Gedanken heute mit mir geteilt hast. Danke mir. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir zu wachsen und zu lernen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr über Beziehungen sprechen können. Es ist ein Thema, das immer relevant ist. Ja, da stimme ich zu. Es gibt immer mehr über Liebe, Verpflichtung und Kommunikation zu lernen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich auch, Liam. Lass uns weiterhin unsere Ideen teilen und uns gegenseitig unterstützen. Ja, das lass uns tun. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam jede Herausforderung meistern und stärker werden können. Ich glaube, dass jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, uns zu besseren Menschen macht. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft und die Gelegenheit, über diese wichtigen Themen zu sprechen. Ich fühle mich genauso, Mia. Danke, dass du eine gute Freundin bist und immer zuhörst. Danke, Liam. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche wie dieses. Ich auch, Mia. Lass uns weiterhin lernen und gemeinsam wachsen. Ja, das lass uns tun. Ich bin gespannt auf die Zukunft und die vielen Erfahrungen, die vor uns liegen. Ich bin auch gespannt. Mit guten Freunden und offener Kommunikation können wir allem begegnen. Ich stimme zu. Ich wünsche dir alles Gute in deinen zukünftigen Beziehungen, sei es im Dating, in der Verlobung oder auch wenn es nicht klappt. Danke, Mia. Ich wünsche dir das Gleiche. Mögen wir beide Liebe und Glück auf unsere eigene Weise finden. Ja, und mögen wir immer daran denken, uns selbst treu zu bleiben. Danke für dieses wunderbare Gespräch, Liam. Danke, Mia. Ich habe es sehr genossen. Ich bin mir sicher, dass wir bald wieder über interessante Themen sprechen werden. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Liam. Du auch, Mia. Pass auf dich auf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Liam. Verlobungen. Verlobungen. Die Verlobungen sind ein wichtiger Schritt in einer Beziehung. Viele Paare feiern ihre Verlobungen mit einer kleinen Feier. Verlobungen zeigen, dass man bereit für die Ehe ist. Dating. Dating. Dating ist eine moderne Art, Menschen kennenzulernen. Viele Leute nutzen Apps für das Dating. Dating kann Spaß machen und neue Freundschaften bringen. Beenden. Beenden. Ich möchte das Projekt heute beenden. Es ist Zeit, die Sitzung zu beenden. Kannst du das Spiel bitte beenden? Gespräch. Gespräch. Das Gespräch war sehr interessant. Wir haben ein langes Gespräch geführt. Ich mag es, ein gutes Gespräch zu haben. Interessen.
Interessen. Ich habe viele Interessen. Gemeinsame Interessen verbinden Menschen. Es ist wichtig, seine Interessen zu verfolgen. Analogie. Analogie. Die Analogie hilft uns, komplexe Ideen zu verstehen. Eine Analogie kann manchmal sehr hilfreich sein. Wir benutzen die Analogie, um Vergleiche zu ziehen. Zwanglos. Zwanglos. Die Atmosphäre war sehr zwanglos. Wir hatten ein zwangloses Treffen im Café. Er trägt immer zwanglos Kleidung am Wochenende. Gesellschaft. Gesellschaft. Die Gesellschaft ist wichtig für das Zusammenleben. In der Gesellschaft gibt es viele verschiedene Kulturen. Wir müssen die Gesellschaft für zukünftige Generationen verbessern. Erfahrung. Erfahrung. Erfahrung ist wichtig für jeden Job. Ich habe viel Erfahrung in diesem Bereich. Sie teilt ihre Erfahrung mit den anderen. Entscheidung. Entscheidung. Die Entscheidung war schwierig. Ich treffe meine Entscheidung morgen. Hast du eine Entscheidung getroffen? Verpflichtung. Verpflichtung. Eine Verpflichtung ist wichtig im Leben. Ich habe eine Verpflichtung gegenüber meiner Familie. Die Verpflichtung zur Arbeit ist nicht immer leicht. Hochzeit. Hochzeit. Die Hochzeit findet nächste Woche statt. Sie planen eine große Hochzeit. Ich freue mich auf die Hochzeit meiner Freundin. Unterstützung. Unterstützung. Ich brauche Unterstützung bei meinen Hausaufgaben. Die Unterstützung der Familie ist sehr wichtig. Wir bieten finanzielle Unterstützung für das Projekt an. Respekt. Respekt. Respekt ist wichtig in einer Freundschaft. Man sollte immer Respekt vor anderen Menschen haben. Respekt zeigt, dass man die Meinungen anderer schätzt. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Ich schätze Ehrlichkeit in Freundschaften. Ehrlichkeit führt zu Vertrauen. Emotionen. Emotionen. Emotionen sind wichtig für unser Leben. Wir haben viele verschiedene Emotionen. Emotionen können uns beeinflussen. Heilung. Heilung. Die Heilung dauert einige Wochen. Er hofft auf eine schnelle Heilung. Die Heilung der Wunde ist wichtig. Erwachsen werden. Erwachsen werden. Erwachsenwerden ist ein wichtiger Schritt im Leben. Viele Menschen haben Angst vor dem Erwachsenwerden. Erwachsenwerden bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist wichtig für den Erfolg. Mit Selbstvertrauen kann man schwierige Aufgaben meistern. Er hat viel Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten. Ziele. Ziele. Ich habe viele Ziele im Leben. Es ist wichtig, klare Ziele zu setzen. Wir arbeiten hart, um unsere Ziele zu erreichen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keines unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.